Hallo meine lieben Angelfreunde, es ist soweit, ich habe einen Online-Shop für euch eröffnet. Schon seit über 2 Jahren lese ich eure Kommentare auf Facebook, YouTube und Instagram und bin zu dem Entschluss gekommen, ich muss es tun. Immer wieder tauchen Fragen auf, die sich gar nicht so einfach beantworten lassen, wie zum Beispiel, Erwin, welchen Spoon kannst du empfehlen? Erwin, welche UL-Route kannst du empfehlen? Erwin, welche Wobbler kannst du empfehlen? Und. Das Problem ist, dass gute, qualitative oder gar exklusive Produkte, die auch noch genau unseren Bedürfnissen entsprechen, sind schwer zu bekommen. Und genau das möchte ich ändern. Aus diesem Grund dürfen wir Spincom, unseren Online-Shop, herzlich willkommen heißen. Spincom, der Name Spincom steht für das Spinnfischen und soll dein Kompass zum Fisch werden. Ja, meine lieben Angelfreunde, ich und mein Team möchten euch helfen, genau das Passende für euch zu finden. Das altbewährte Prinzip Klasse statt Masse haben wir uns zum Leitfaden gemacht. Wir kontrollieren, analysieren, testen all unsere Produkte. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Marken, die uns in allen Aspekten überzeugt haben. Und ihr wisst, liebe Leute, wir haben reichlich Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft, um ein geiles Produkt zu entwickeln. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich mich und mein Team, das seine Ideen lebt und dessen Herz fürs Produkt schlägt. Professionelle Angler aus der ganzen Welt, darunter auch Weltmeister im Spinnfischen, Hobbyangler, Ingenieure und auch Chemiker, die unsere Ideen realisieren und umsetzen. Es sind viele Leute, die für euch daran arbeiten, um das beste Ergebnis zu erzielen. Nur zusammen sind wir stark und können euch schöne Waren bieten. Apropos Waren. Wir starten zwar mit nur wenigen Produkten, dafür sind diese aber bombastisch. Bombastisch, das ist genau das richtige Wort. Antem Donner in exklusiv von mir entwickelten Farben. Exklusive Wobbler von Rob Lures. Eure Lieblingsköder von Trout Yara Baits. Glaubt mir Leute, das alles macht die Forellen verrückt. Natürlich ist das nicht alles, was wir vorhaben. Wir haben eine Menge vor, es wird eine Menge auf euch zukommen und da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Den Link von unserem Online-Shop packe ich euch unten in die Beschreibung. Ihr dürft euch ab sofort anmelden, euch die Seite anschauen und euch daran erfreuen. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin bei dem Video. Ja, meine Lieben, das Auto ist gepackt. Heute Nacht geht's los. 4 Uhr klingelt der Wecker. Und wir fahren zum Forellenangeln. Wo es hingeht, was auf euch wartet, das seht ihr nachher in diesem Video. Also bleibt dran, seid gespannt. Wir sehen uns nachher. Ich habe es wieder geschafft. Ich habe es wieder gemacht. Ich bin hier in Varel am Almsee. Ich bin auch wieder nicht allein unterwegs. Ich zeige euch mal, mit wem ich unterwegs bin. Da sitzt er im Boot. Ich habe den Eduard heute wieder mit, der kennt das hier noch nicht, der war hier noch nicht. Und da habe ich mir gedacht, das darf er sich nicht entgehen lassen. Habe ihn mit hier hingeschleppt. Momentan haben wir noch relativ trübes Wetter. Wir hoffen, dass das so bleibt und dann werden wir schauen, ob was geht. Ich bin sehr gespannt und guter Dinge. Ihr seid wie immer mit dabei. Wir starten. Jetzt fahren wir zu den Bojen. Hier beim Almsee kann man mit dem Ruderboot rausfahren. Ja, und dann werden wir ein paar Würfe an den verschiedenen Spots machen. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht was ans Band bekommen. So, ich fange jetzt hier klassisch mit einem Spoon an. Eduard auch. Der hat auch einen Donner. Ich habe jetzt 3 Gramm drauf. Wie viel hast du drauf? Ja. Hat auch 3 Gramm drauf. Und jetzt machen wir einfach mal die ersten Würfe hier zusammen. Und gucken wir mal, ob wir irgendwas hier erwischen können. Ja, die ersten Würfe sind natürlich immer die spannendsten.
Ich lasse jetzt mal tiefer absinken. Ein bisschen gucken, wo die Fische stehen. Gerade bei so großen Gewässern ist das sehr wichtig, dass man verschiedene Wassertiefen ausprobiert, um die Fische zu finden. Ist, glaube ich, hiermit das A und O. Und da ist der erste, das gibt's doch nicht. Gerade gesagt, tiefer absinken lassen. Oh, ausgestiegen. Ja, war aber jetzt auch kein Riese, ich habe es gemerkt. War so vielleicht 1 Kilo Lachsforelle. Aber hier auf den Donner in einer passiven Farbe. Das Pimanka. Oh, bist? Ja. Jetzt haben wir aber eine. Ah, auch eine Portionsforelle. Ich dachte, das wäre jetzt die erste Lachsforelle gewesen. Ist aber, hat eine gute Größe. Will natürlich unter das Boot. Hey, Petri Dank. Ja Leute, erster Fisch im Boot. Auf dem Donner in einer passiven Farbe. Tja Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber während wir hier den Fisch versorgt haben, hat Eduard auf dem Spoon einfach nur absinken lassen. Der hat mir hier geholfen. Haben wir wieder eine Forelle, auch hier wieder auf einen Donner mit einer schwarzen Rückseite. Einfach nur beim Absinken, der Wahnsinn. Ja, na, Gummiköder? Ja, liebe Leute, jetzt haben wir die Idee, oder beziehungsweise jetzt gehen wir wie folgt vor. Eduard angelt den oberen Bereich und ich werde tief gehen. Und dann arbeiten wir uns so hoch, bis wir Bisse bekommen oder bis wir verzeichnen können, wo die Fische stehen. Also die ersten 2 waren relativ tief. Wir gucken mal, ob das auch so bleibt oder ob wir da recht haben, dass die Fische tief stehen. Und deswegen werde ich jetzt tief angeln, lange absinken lassen, langsam den Köder einleiern und Eduard übernimmt die obere Wasserschicht. Und wir schauen mal, wer zuerst jetzt einen drauf kriegt. Ich glaube, wir können gleich diese Boje, also da vorne, die geradeaus geht, können wir gleich mal probieren. Und wir lassen absinken, absinken, fleißig absinken. Und sollen wir wechseln? Guck mal Leute, guck mal. Hä? Hä? Guck mal, der dreht sich schnell weg. Schnell die Gummikiste. So ist das hier nämlich. Ja, Boje ist gewechselt. Jetzt haben wir ein bisschen Rückenwind. Kriegen wir die Köder auch weiter raus. Blinker hat sich eingeschlagen. Ich dachte, was ist das, so ein komisches Gefühl. Einmal hier vorne probieren. So, ein paar Wurf mache ich noch auf verschiedene Tiefen. Und dann werde ich auch auf Gummi versuchen. Hier ist das Gummiangeln gemütliches Angeln bei der Wassertiefe. Unser Eddie hat jetzt mit dem 70er Mirak, vierte Wurf, glaube ich, ne? Erster Wurf? Erster Wurf mit einem, aber anderes Gewicht hast du gemacht, schwereres, ja, ne? Ja, jetzt hat er ein schwereres Tungsten und sehr tief, ne? Ja. Oh, das ist schon eine gute, guck mal. Ja? Das kann man doch schon Fisch nennen. Sehr, aber geht. Ja, ein Kilo hat die auf jeden Fall. Und der Mirax ist komplett weg. Man sieht den Mirax nicht mal mehr.
Petri, Fisch ist im Netz. Super. Ja, liebe Leute, der Eduard hat jetzt die erste Lachsforelle aus der Tiefe ziehen können auf dem Gummiköder. Dasselbe mache ich hier jetzt auch. Ich habe jetzt hier einen 70er Mirax drauf, auf einen ganz schweren Kopf, den größten, den ich habe. Ich glaube, das sind so 4,5 Millimeter. Und den lassen wir jetzt ganz lange absinken. Und gerade in der Absinkphase hier beim Eimsee vom Boot kommen ganz oft die Bisse. Auch das wollte ich noch mal erwähnen. Da einige Kommentare von euch gelesen, die sagen, Mensch, wir waren alle draußen, aber hat nicht geklappt. Die anderen, keiner hat gefangen. Ihr müsst sehr, sehr viel probieren. Gerade so ein großes Gewässer ist nicht einfach. Und da ist es wichtig, dass man viel probiert. Wir haben hier eine Wassertiefe von über 12, 13 Meter. Und da gilt es, die Fische natürlich zu finden. Und das machen wir jetzt. Tja, Köder ist jetzt drin. Hab ordentlich Schnur hinterher noch freilaufen lassen. Und den lassen wir jetzt auch ganz lange absinken, denn der Mirax 70er hat ja relativ viel Volumen. Und durch diese Einrippung, die er hat, sinkt er ja auch noch langsamer. Und da das Gummi auch noch aus schwimmendem Material besteht, können wir hier ruhig das schwerste Köpfchen benutzen, was wir haben. Das Problem, was man hier häufiger hat, ist, dass das Boot sich vom Wind dreht und das natürlich schlecht ist, wenn man mit einem Köder angelt, den man langsam führen muss, da man ständig die Richtung wechseln muss mit der Route. Deswegen haben wir beide auch nur eine Route mit ins Boot genommen, um ein bisschen Platz hier auch zu sparen. Eduard hat jetzt lange absinken lassen und da seht ihr es. Da seht ihr es, da haben wir so einen Kescher, da ist er und mega lange absinken lassen, da ist der Glückliche. Sauber, Petri, Eduard. Danke. So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen vertikal angeln. Ja, Leute, ich habe Eduard geholfen beim Kescher. Das gibt's doch nicht. Das ist, ja, und die Route stand wirklich, ich weiß nicht, 2 Minuten einfach nur so da. Eduard geholfen beim Keschern und ihr seht, der Köder hängt sogar noch vorne, der 70er Mirax in Pink. Ich hab noch einen anderen Kescher, ja. Ja. Fast ein Doppeldrill, also genau wie vorhin, da hat Eduard mir geholfen und wo er mir geholfen hat, hat er auf dem Spoon bei ihm so gebissen. Oh nein! Und jetzt ist er ausgeschlitzt. Naja, passiert. War mit Sicherheit nicht die letzte für heute. Hier ein 70er, schwerer Kopf. Und jetzt lassen wir die Geschichte wieder runter. Also Leute, ja, ich habe verloren vom Kescher. Eduard zeigt es gerade. Guckt euch mal an. Ich hoffe, man sieht's. Der Köder ist einfach komplett weg. Man sieht ihn wirklich nicht mal mehr. Wahnsinn. Ja, der ist irgendwo am Arsch, sagt er. War das ein Biss oder nicht? Ja, da seht das, Leute. Eduard hat reingeschmissen. Jetzt sitzt er hier wie ein Plumpsangler und lässt mit der offenen Rolle einfach nur die Schnur runtergleiten ohne Ende. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Das sind wirklich, man kann da wirklich 2 Minuten ohne Probleme einfach nur den Rollenbügel aufmachen. Denn man muss sich das ja vorstellen, wenn wir jetzt rausschmeißen, so wie ich mache das jetzt mal, so, Köder ist raus. So, das Problem ist, die ganze Schnur, die jetzt mit im Wasser liegt und auf der Wasseroberfläche, das heißt, selbst wenn wir da 1 Gramm dran haben, der Köder muss die Schnur hinter sich herziehen und so weiter und so weiter. Das bedeutet, der sinkt wirklich nur langsam und um da auf über 10 Meter zu kommen, das kann schon mal richtig lange dauern, ne? Also, ich schalte ein, sobald ein Biss da ist. Ich will euch hier dieses ganze Absinken ersparen. Das dauert einfach ewig. Hat jetzt gar nicht mal so lange gedauert, auch sehr witzig. Ich habe Eduard gesagt, er hat einen Biss. Er sagt, wieso? Ich sage, deine Schnur sinkt nicht weiter ab. Und er sagt, meinst du, ich bin nicht auf dem Grund? Ich sage, du bist mit Sicherheit nicht auf dem Grund. Und ja, wie wir sehen, wieder so eine richtig schöne, ich würde mal sagen, so 1 Kilo hat sie und auch wieder bis zum Arsch geschluckt, ne?
Hä? Hier, ich gebe dir mal. Hier, der Edot kriegt jetzt nur noch den großen Kescher heute für große Fische. Ja, Petri, mein Freund. Danke. So Leute, jetzt könnte ganz gut sein, dass ich einen Biss habe. Ich hoffe, man sieht's. Guck mal, die Schnur steht. Also die nimmt keine Schnur mehr. Es kann jetzt auch sein, weil das Boot sich ein bisschen dreht. Ich vermute aber, dass wir einen Biss haben. Jetzt nehme ich ein bisschen Spannung auf zum Köder und dann gucken wir mal, ob da was zuppelt. Bis jetzt zuppelt da noch nichts. Kann auch gut sein, dass wir jetzt mit dem Boot ein bisschen hin und her geschwenkt sind, dass deswegen die Schnur stand. Aber ich sag mal zu 80%, wenn das passiert, ist das meistens ein Biss. Denn der Fisch packt sich den Köder, steht oder schwimmt auf uns zu. Und deswegen hat man dann diesen Schnurstillstand und oft kommt dann genau hinterher der Schnurabzug sehr, sehr schnell. Und so habe ich schon sehr, sehr viele Fische hier am Almsee auch überlistet. Aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall die Fische gefunden. Die stehen sehr, sehr tief, ne, Eduard? Ja, ja. Und an der Oberfläche ging jetzt gar nichts mehr, auch auf Spoon nicht. Und die Bisse auf Gummi bestätigen das jetzt wieder mal, dass sie sehr, sehr tief sind. Und Warte, 2, also 3 Minuten. ja, Eduard sagt, so wie ich es gesagt habe, 2 bis 3 Minuten tatsächlich. Wie viel Millimeter Kopf hast du da ungefähr? 4,4. Ja. 4,4, also ungefähr denselben wie ich fische. Und ja, der Erfolg gibt einen recht. Und Eduard hat jetzt, wie vielten hast du jetzt schon? Dritte, vierte Fisch? Achso, einen haben wir noch gerade verloren. Eine richtig große Lachsforelle, ich glaube 3,5 Kilo. Die ist wirklich 1 Meter aus dem Wasser rausgesprungen. So schnell war ich leider nicht mit der Cam. Natürlich schade, aber der Tag ist ja noch jung, ne? So, ich wechsle noch mal die Farbe.